Ich heiße Viktor David. Ich habe vor ein paar Tagen die Mini Transat 2025 absolviert. In diesem kleinen Film erzähle ich euch ein bisschen den Weg, der mich hierher geführt hat. Die letzten Jahre Arbeit, die ich investieren musste, um an diesem epischen Transatlantikrennen teilzunehmen. Und genau, und dann erzähle ich auch ein bisschen auch das Rennen selber, was so alles passiert ist, was ich alles erlebt habe. Die Mini Transat existiert tatsächlich schon seit einigen Jahren. Sie wurde in den 70ern gegründet. Es geht darum, über den Atlantik zu segeln, einhändig und ohne jegliche Kommunikation zur externen Welt. Das Prinzip ist eigentlich, dass man mit altmodischen Navigationsmitteln über den Atlantik kommt, ohne große moderne Elektronik. Wir haben natürlich das Nötige an Bord, aber das Prinzip ist es, dass man durch diese Überquerung des Atlantiks zu einem echten Seemann oder einer echten Seefrau wird. Die Boote, die wir dafür benutzen, nennen sich die Mini 650. 650, weil sie 6,50 Meter lang sind. Das ist erscheint erstmal sehr klein, aber die Boote wurden dafür konzipiert und gebaut, dass sie über den Atlantik kommen. Wir haben natürlich einen kleinen Innenraum, in dem wir leben können, schlafen können, essen können. Und genau, es sind sehr sportliche Boote mit ordentlich Segelfläche drauf. Unser größter Spie ist bis zu 80 Quadratmeter groß. Das ist für diese Segelbootgröße sehr groß. Man kommt relativ schnell über den Atlantik für so eine Segelbootgröße. Wir haben natürlich keinen großen Komfort an Bord. Es bleibt ein Rennsegelboot. Das heißt, es geht schon darum, so wenig Gewicht wie möglich an Bord zu haben. Deswegen sind natürlich keine großen Matratzen an Bord. Wir haben keine Möbel an Bord. Wenn man so in eine Mini 650 reinguckt, sieht man eigentlich nur die Struktur des Bootes selber. Unsere Küche ist ein kleiner Gaskocher, mit dem wir dann Wasser heiß machen und das kippen wir dann über Trockenessen. Und daraus können wir uns dann kleine Mahlzeiten machen. Im Allgemeinen nehmen wir auch ein bisschen frische Nahrung mit, so ein paar Früchte, vielleicht mal ein paar Haribo. Und das reicht dann zur Ernährung. Und zum Schlafen haben wir dann entweder einen Sitzsack oder eine kleine Luftmatratze. Und das reicht dann völlig aus, um unsere kleinen Nickerchen zu machen. Ich bin in Saint-Malo aufgewachsen, teilweise. Das ist in der Bretagne. Als Kind habe ich immer die Route du Rhum mitverfolgt. Dadurch, dass sie in Saint-Malo gestartet ist, sind wir mit meiner Familie alle 4 Jahre zum Hafen gegangen und haben uns da alle Rennsegelboote angeguckt. Und ich war immer fasziniert davon. Und ich würde sagen, das war so der erste Funke, der das Feuer geweckt hat in mir. Der Regattasport war nie wirklich in meinem Leben ein Thema. Also ich bin oft auf einem Segelboot unterwegs gewesen, jedoch nie wirklich in einer Regatta, und das kam erst sehr spät. In meinem Studium in Nantes als Ingenieur habe ich dann die J80 kennengelernt als Crew-Regatta-Segelboot. Das hat mir unheimlich gefallen und ich habe dann natürlich auch viele französische Segler kennengelernt und allmählich habe ich dann von der Mini Transat gehört und habe mich da sofort reingefuchst, habe die ganzen YouTube-Videos, die ganzen Filme der Mini Transat von den ehemaligen Seglern und Seglerinnen gesehen. Unter anderem der Film von Clarisse Kremer, der mich viel inspiriert hat. Und genau, diese kleine Flamme, die als kleines Kind in mir aufgewacht war, ist dann nochmal ordentlich aufgewacht und ist größer geworden. Und es war wirklich, ich habe nur noch an diese Mini Transat gedacht und wusste eigentlich, dass ich das machen möchte. Und ab dem Moment gab es kein Zurück mehr. Ende 2022 war es dann endlich soweit. Ich habe eine Pogo 3 gekauft und bin dem Trainingszentrum in La Rochelle beigetreten. Und dann ging es auch sofort los. Ab Januar gingen die Trainingseinheiten los, jeweils dann 4 Tage auf dem Meer, alle 2 Wochen mit einem Coach, der uns dabei trainiert hat. Und es war super intensiv. Ich habe innerhalb des ersten Jahres so viel gelernt, das hätte ich mir niemals vorstellen können. Sei es auf der technischen Seite, aber auch auf der seglerischen Seite. Ich habe ja schon gesagt, ich bin kein Regattasegler und ich musste noch sehr viele Sachen lernen. Und das ist das Coole in der Mini-Klasse. Viele Leute entdecken den Hochsee-Regattasport erst durch die Mini-Klasse und deswegen lernt man sehr viele unterschiedliche Profile in diesen Trainingszentren kennen. Also einige sind schon jahrelang dabei und sind sofort super gut und andere entdecken das komplett. Und das fand ich super stimulierend und habe eine Menge interessante Leute dadurch kennengelernt. Genau, dann gingen diese Trainingseinheiten immer weiter. Die erste Rennsaison kam dann sofort auf. Ich habe sofort 3, 4 Rennen, unter anderem auch schon einhändige Rennen absolvieren können. Das war sehr spannend. Dadurch habe ich dann sehr viele Meilen in Rennen akkumuliert und diese Meilen haben mir dann erlaubt, mich letztendlich für die Mini Transat zu qualifizieren.
für die Mini-Transat zu qualifizieren, braucht man eine gewisse Anzahl an Seemeilen, die man in den ganzen Regatten, die man segelt, akkumuliert. Offiziell sind das 1500 Seemeilen. Jedoch gibt es so viele Segler und Seglerinnen, die die Mini-Transat mitsegeln möchten, dass mittlerweile die Mindestanzahl an Seemeilen sehr viel höher ist als 1500. Bei uns waren es dieses Jahr sogar um die 3200 Seemeilen, die man gebraucht hat. Bei der Mini-Transat können sich dann 90 Boote insgesamt qualifizieren. Darunter sind 60 Plätze für die Serienboote freigehalten und 30 Plätze sind für die Prototypen freigehalten. Das sind etwas unterschiedliche Boote und ich war dann in der Serienbooten-Kategorie. Die offizielle Strecke der Mini-Transat ist in 2 Etappen unterteilt. Die erste Etappe startet in Les Sables d'Olonne in Frankreich und bringt uns dann runter auf die Kanaren, auf die Insel von La Palma. Und ein paar Wochen später startet dann die zweite richtige Etappe, wo es dann darum geht, über den Atlantik nach Guadeloupe zu segeln. Alle Boote mussten bereits 2 Wochen vor dem Start in Les Sables d'Olonne antreffen. Dort fanden dann die ganzen Safety-Checks statt. Man hat überprüft, ob das Boot gut ausgestattet ist. All diese Safety-Checks und auch die ganzen Briefings von der Organisation haben sehr viel Zeit in Anspruch genommen und dann natürlich auch sehr viel Energie. Also man hatte nicht viel Zeit, um sich mental auf das Rennen selber vorzubereiten, weil man wirklich ständig von links nach rechts düsen musste. Und erst 3 Tage vor dem richtigen Start konnte ich dann anfangen, mich dann wirklich auch auf das Rennen zu konzentrieren und auch so ein bisschen in meine Bubble reinzukommen. Das Besondere war, dass für die Mini-Transat in Les Sables d'Olonne meine Familie und auch meine Freundin und ein paar Freunde vorbeigekommen waren. Das hat unheimlich geholfen, um in der ganzen Vorbereitungsphase auch ein bisschen Ruhe zu finden und mich dann mit meinen eng Anvertrauten auch ein bisschen zurückzuziehen. Aber natürlich war dann eben die Emotion am Tag des Startes besonders groß. Als ich dann auf dem Steg allen Tschüss gesagt habe, ist mir eine große Portion an Emotionen hochgekommen, die ich nicht erwartet hatte. Und ja, als ich die Line losgemacht habe, hatte ich schon einige Tränen in den Augen. Es waren einerseits Trauertränen, aber natürlich auch Freudetränen. Also es war einfach eine unglaubliche Stimmung. Es haben alle Leute geklatscht, alle Leute haben einen angefeuert und das war dann auch besonders stark in dem berühmten Channel von Les Sables d'Olonne. Der ist ja auch dafür bekannt, dass die Vendée Globe da startet und selbst die Vendée Globe Segler werden heute noch zugeben, dass dieser Channel, wenn man da raussegelt und alle einen zujubeln, das macht was mit einem, das ist unbeschreiblich. Das waren schon sehr, sehr starke Emotionen und dadurch war es auch sehr kompliziert, sobald man aus diesem Channel raus war, in einen Rennmodus zu kommen, denn auf einmal wurde es halt ruhig, die Jubelschreie haben nachgelassen und plötzlich war man dann alleine auf seinem Boot und musste dann in diesen Rennmodus kommen. Das heißt, erstmal gucken, wie der Wind sich verhält, erstmal gucken, wo man starten möchte, welche Segel, welche Konfiguration. Das sind alles Fragen, die man sich überhaupt nicht stellt, wenn man noch allen Tschüss sagt oder wenn man die ganzen Jubelschreie zubekommt. Aber dieser Wechsel zwischen Startsequenz und dann auch wirklich Rennsequenz war besonders herausfordernd und ich glaube, das ging aber allen wahrscheinlich so. 5, 4, 3, 2, 1, top départ. On repart devant tout à vif. Et ça y est, c'est le premier soir de la Mini Transat. Le départ s'est bien passé, j'ai pris un super bon départ qui fait que je passe la première marque, la marque de dégagement, je pense dans les 5 premières séries, je pense, inhabituel. Donc trop cool, après on est parti sous Genac, je me suis un petit peu fait déposer par certains, bon après rien de choquant. Et je suis au contact, ils sont pas loin. Et puis je voulais montrer le petit coucher de soleil parce qu'on est quand même accueilli par l'océan,
par cette petite merveille là. Si ça c'est pas une façon de nous dire bienvenue à la Mini Transat, bah moi je sais pas. C'est super beau. Die ersten 12 Stunden nach dem Start hatten wir sehr wenig Wind. Es war nicht einfach, weil unsere Boote natürlich auch sehr schwer waren mit dem ganzen Wasser und dem ganzen Essen, was wir dabei hatten. Dadurch war es nicht einfach, das Boot gut zu trimmen und schnell zu segeln. Da war die Flotte noch sehr eng miteinander zusammen. Wir konnten uns alle noch hören. Und in der ersten Nacht ist dann auf einmal der Wind reingekommen und auch relativ stark. Und genau, dann ging es auch richtig los. Ich wurde pitschnass. Ich hatte mich natürlich nicht umgezogen rechtzeitig. Und dann ging es auch richtig zur Sache. Wir sind dann erstmal zu einem virtuellen Waypoint gesegelt. Den hatte die Organisation uns dahin gesetzt, damit wir nicht sofort in die stürmischen Bedingungen reinsegeln. Sobald wir den Waypoint erreicht hatten, konnte es dann endlich Richtung Süden gehen, Richtung Cap Finisterre. Wir hatten um die 20, 30 Knoten teilweise und mit einer sehr starken Welle. Das heißt, die Boote waren sehr schnell. Ich war auch sehr, sehr nass. Musste viel steuern. Dadurch, dass die Welle so stark war, konnte der Autopilot nicht so gut steuern wie ich. Die zweite Nacht, da war der Wind noch ein bisschen stärker, teilweise zwischen 30, vielleicht sogar 35 Knoten. Der Cap Finisterre ist dafür bekannt, dass es die erste große Herausforderung ist von der Mini Transat. Er repräsentiert so ein bisschen die Ausgangstür aus der Biskaya-Bucht und danach sollte man eigentlich dann in den nördlichen Winden entlang der portugiesischen Küste segeln können. Und an dem Cap Finisterre sind oft sehr, sehr starke Wellen und wenn dazu auch noch starker Wind kommt, können die Bedingungen meistens ziemlich herausfordernd sein. Da habe ich einige Limits von mir entdeckt, die ich vorher noch nicht wirklich kannte. Ich habe bestimmt 24 Stunden am Steuer verbracht und musste einfach das Boot steuern, weil der Autopilot nicht gehalten hat. Ein bisschen etwas ist kaputt gegangen. Der Spie hat einmal ein bisschen geflattert und hat bei mir oben den Windsensor ein bisschen abgerissen. Das heißt, ich hatte dann ab der zweiten Nacht keine wirklichen Windinformationen mehr und das hat es dann noch mal ein bisschen komplizierter gemacht, den Autopiloten zu benutzen. Das heißt, die ersten 36, 48 Stunden nach dem Waypoint waren ordentlich sportlich. Le vent est tombé un petit peu, là il fait super beau dehors, j'ai pu faire sécher un petit peu, enlever le sel de certaines fringues. J'ai mon aérien là-haut qui s'est pris une petite claque par le spi, ça a cassé les petits godets. Et du coup, j'ai dû improviser une petite solution de spare que vous voyez ici. Hop là, on a un petit aérien de secours installé sur la pagaie. Bon, c'est pas l'idéal, hein, c'est pas en tête de mât, mais ça nous donne des infovents et ça fait que le pilote il peut barrer en mode vent. Et ça c'est cool, putain, parce que ça c'est vraiment un confort. Als der Wind dann endlich ruhiger wurde und der Cap Finisterre passiert war, konnte ich dann endlich so ein bisschen mich ausruhen, endlich ein bisschen was essen. Ich hatte die ersten Tage wirklich nichts Warmes gegessen. Ich hatte mich nur von Haribo und Erdnüssen ernährt. Der Wind ist dann wirklich ordentlich schwächer geworden. Das heißt, ich konnte sogar den Mast hochklettern und konnte den Windsensor reparieren und dann endlich wieder den Autopiloten zu 100% benutzen. Das hat echt gut getan. Et ça y est, on a un aérien qui tourne et qui est dans l'axe en plus. Putain, c'est bon ça. Yes! Putain, ça m'a pris 20 minutes pour monter là-haut, remettre le petit câble, le bas été. Mais putain, ça valait le coup. Et en plus, je sais pas si vous voyez là-bas, sûrement pas, mais il y a des dauphins qui sont en train de chasser là-bas quoi. Putain, que c'est beau. Ich konnte dann zum ersten Mal seit dem Start auch ein bisschen Musik hören, was bei mir wirklich wichtig ist. Ich brauche Musik, um schneller zu sein und auch um gut gelaunt zu sein. Es hat sich angefühlt, als wär die erste Hürde schon mal passiert und die Tatsache auch, dass man mit dem Bug jetzt Richtung Süden segelte, hat sich echt gut angefühlt. À celui qui veut ma place. 10 ans de chaîne sans voir le jour, c'était ma peine pour ça de l'amour. Et j'ai refusé
Mourir d'amour, c'est né. Am 4. Tag habe ich ein komisches Geräusch gehört. Es war auf jeden Fall kein Geräusch, was ich jemals in diesem Boot gehört hatte. Es war ein elektronisches Biepen und es hat echt ein bisschen Zeit gebraucht, bis ich den Ursprung gefunden hatte. Und dieser Ursprung kam vom Tracker. Wir haben keine GPS-Tracker von der Organisation bekommen. Auf dem Tracker stand eine Nachricht, eine sehr kurze Nachricht. Die Etappe ist annulliert. Bitte zieht euch in den nächstmöglichen Hafen zurück. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Hi everybody. So, exceptional situation with the L2 depression from the Hurricane Gabriel, with winds above 60 knots and sea at more than 6 meters. We therefore have decided to cancel stage 1. Stage 1 is cancelled. Go to the closest and safest shelter before Saturday morning. Be aware that some harbors may close due to the swell. Please Bon, et bah on s'y attendait pas du tout à ça. Surtout sur une journée où il n'y a pas de vent, quoi. Ça fait trop bizarre. La première étape est annulée. Il n'y a plus de course, plus de classement. Très très bizarre. Il y a 1 heure, on était encore en train de penser à la stratégie, régler les voiles. Puis on a reçu un message sur le tracker comme quoi c'était annulé, comme quoi il fallait rejoindre le prochain port au Portugal, aller s'abriter là-bas. Et puis après, bon, c'est pas du tout ce qui vient, quoi. C'est l'inconnu total. Est-ce qu'il va y avoir un classement? J'imagine que non, vu que c'est annulé. Quand est-ce qu'on repart? Est-ce qu'on repart tous ensemble? Ça va être l'occasion de se racheter une deuxième croque, hein, vu que j'en ai perdu une. Peut-être que je peux trouver le même Modell, ce serait cool. Ich war noch gar nicht bereit dafür, wieder an Land zu gehen. Für mich hatte die Transat erst gerade angefangen und ich hatte gerade erst richtig meinen Rhythmus gefunden. Typischerweise dauert die erste Etappe eigentlich um die 12, 13 Tage und nach 4 Tagen war es einfach schon vorbei. Und das war überhaupt nicht das, worauf wir uns vorbereitet hatten. Und für alle war das, glaube ich, ein bisschen ein Schock. Natürlich ist das immer eine Möglichkeit in unserem Sport. Ich meine, wir sind der Natur und den Wetterverhältnissen ausgesetzt und es war auch eine gute Entscheidung von der Organisation, diese Etappe zu annullieren. Laut Wettermodelle sollte dieser Sturm Winde von bis zu 35 bis 40 Knoten bringen und vor allem war die Welle sehr, sehr stark angesagt. In einigen Sektoren waren teilweise bis zu 6 Meter Welle angesagt und wenn man so überlegt, dass unser Boot 6 Meter lang ist und die Welle 6 Meter hoch ist, das ist zu viel für unsere kleinen Boote und deswegen war es auch die richtige Entscheidung. Letztendlich hat sich die Flotte in 2 Hauptgruppen eingeteilt. Darunter war meine Gruppe, die nach Cascais gesegelt ist und eine andere Gruppe, die ein bisschen hinterherhing, ist dann in Peniche, ein bisschen nördlicher untergekommen. Nachdem dann der Sturm vorbeigezogen war, das hat ungefähr 3 bis 4 Tage gedauert, konnten wir dann endlich wieder lossegeln. Mit jedem Tag, den man dann Richtung Süden gesegelt ist, wurde es ein bisschen wärmer und ein bisschen sonniger. Man hat gemerkt, wie man so allmählich in die Passatwinde rangekommen ist und das Boot hat angefangen immer besser zu surfen, die Welle wurde länger und die Durchschnittsgeschwindigkeiten wurden immer höher und es hat einfach super viel Bock gemacht. Die letzten Tage vor der Ankunft in den Kanaren war das so der Vorgeschmack zur zweiten Etappe. Sailing
Nach einer Pause von 3 Wochen auf den Kanaren ging es dann endlich zur zweiten Etappe rüber. Wir konnten es alle kaum erwarten. Es war zwar sehr cool auf den Kanaren, wir konnten sehr coole Sachen unternehmen, aber wir hatten alle nur eins im Kopf, und zwar endlich über den Atlantik zu segeln. Und dann war es endlich soweit. So, und da wären wir. Es ist endlich der Start der zweiten Etappe nach fast 3 Wochen, sogar vielleicht ein bisschen mehr als 3 Wochen Aufenthalt hier in La Palma in Santa Cruz. Es war eine unglaublich coole Zeit. Wir waren wandern, haben die Insel entdeckt. Das ist eine wunderschöne Insel. Aber jetzt wird es endlich Zeit. Ich wurde gerade rausgeschleppt. Und ja, die zweite Etappe wird jetzt auf Deutsch sein. Ich werde es zumindest versuchen. Wir haben Arthur hier vorne, der Pirat, der Prototyp-Pirat. Und gleich geht's los. Let's go! Au départ, 5, 4, 3, 2, 1. Am Anfang war echt sehr wenig Wind. Kurz nach dem Start kam eine sehr starke Flaute auf. Es war wahrscheinlich einer meiner schlimmsten Starts in meiner ganzen Mini-Transat-Karriere. Ich glaube, am ersten Morgen nach dem Start war ich 45. oder 46. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Es war ein grottenschlechter Start, kann man so sagen. Wir haben bereits Tag 3. Der Grund, warum ich erst am Tag 3 die Kamera wieder in die Hand nehme, ist, dass ich wahrscheinlich den schlimmsten Start hingelegt habe seit Anfang meiner Mini-Karriere. Ich habe heute Morgen den Fehler gemacht, das Ranking mir anzuhören. Ich bin, ich glaube, 43. oder so. Also fast letzter. Also ich sehe kaum jemanden mehr am AIS. Und ich stecke hier fest. Hier ist Flaute, seit 3 Tagen. Seit 3 Tagen schwimmen wir hier rum wie so eine Flasche. Das Meer ist wie ein Spiegel. Kein einziger Hauch Wind. Und wenn mal ein bisschen Wind kommt, das sieht man hier ganz gut. Hier, diese Variationen sind zwischen 1 und 3 Knoten. Also es ist gar nichts. Aber das kann noch ein bisschen so dauern. Ich glaube 24 Stunden mindestens noch, ey. Und ich war so naiv und hab mir hier ins Cockpit mental reingeschrieben hier, ne? Jetzt sehen wir aber gerade, wie stark ich mental bin, ey. Ich schreie alle 2 Minuten durch die Gegend. Sobald ich ein Segel setze, es ist schon Zeit für den nächsten Segeltausch. Es funktioniert einfach gar nichts gerade. So, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht.
Die schlechte ist, alle meine rohen Eier, die ich mitgenommen hatte, die ich mir eigentlich hier im Jetboil kochen wollte, sind alle kaputt gegangen. Und da habe ich überall Eiweiß und es klebt richtig eklig in der Brotdose und Schweinerei. Die gute Nachricht ist, der Wind ist zurück und wir ballern hier mit Spie endlich Richtung Westen. Und das ist ein geiles Gefühl. Was noch geiler ist, wir sehen sogar hier ein paar Leute am AIS und darunter Leute, die wir schon lange nicht mehr am AIS gesehen haben. Also wir sind ein bisschen zurückgekommen ins Game. War es geil. Wir sind noch lange nicht vorne der Wind bei, aber wir sehen die Gruppe schon mal. Richtig geiles Gefühl, ey. Was ein geiler Morgen. Endlich. Boah, die Laune ist sofort wieder besser geworden, ey. Das hat mir Motivation gegeben und die Tage danach habe ich wirklich alles gegeben, um Platz nach Platz wieder aufzuholen. Und das Coole ist, jeden Tag habe ich Plätze gewonnen. Das Ziel war es erstmal, so weit wie möglich Richtung Süden zu segeln. Es gab ein Hochdrucksystem, was genau in unserem Weg stand und da mussten wir erstmal durchsegeln. Wir wussten, dass die Passatwinde sehr schwach im Norden waren, Richtung Kanaren. Das war ein Argument mehr dafür, um Richtung Süden zu segeln. Wir haben Besuch. Wir haben auch ganz gut gearbeitet. Ich saß jetzt die letzten 2-3 Stunden auch am Steuer und wir haben 2-3 Boote überholt, was schon cool ist. Und in einer Stunde oder so wird der Wetterbericht durchgesendet über Radio. Und im Anschluss darauf wird auch das offizielle Ranking einmal durchdiktiert. Also bin ich mal gespannt, wie sich das in den letzten 24 Stunden so getan hat. Nord A, November Echo, 14 à 20 nœuds, 14 à 20 nœuds. Pression 1021. Pour le 25 à 0 heure, pour le 25 à 0 heure, de nord-est, November Echo, 13 à 21 nœuds, 13 à 21 nœuds. Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Maya. Kleine, dreckige, schlaue Biene Maya. Maya liegt durch ihre Welt. Zeig uns das, was ihr gefällt. Guten Morgen! Heute ist gute Laune angesagt, denn heute Nacht ist der Wind richtig reingekickt. Wir haben jetzt endlich gut 20 Knoten und das trotz unserer nördlicheren Position relativ zur Flotte und das ist ein gutes Zeichen, denn die Vorhersagen waren eher pessimistisch für die nördlichere Route und letztendlich schaffen wir es, einen guten Südwestkurs zu segeln und trotzdem schnell zu sein. Deswegen hoffe ich, dass wir dadurch ein bisschen die Boote im Süden wieder einholen werden. Ich würde ganz gerne ein bisschen höher segeln, ein bisschen dichter am Wind. Deswegen jetzt schnell ein kleines Power-Frühstück. Hier ein bisschen Porridge mit frischen Äpfeln reingeschnitten. Und dann geht's sofort zurück ans Steuer. Ja, das war ja mal ein phänomenaler Fail. Ich saß gerade mal 5 Minuten am Steuer. Wollte ein bisschen zu stark attackieren, habe eine fette Welle ins Gesicht bekommen und die Weste hat sich von alleine ausgelöst. Perfekt. Heute ist der erste Basteltag. Mein Bluetooth-Speaker ist leider ein bisschen kaputt gegangen. Ich glaube, der hat ein bisschen Wasser abbekommen und jetzt ist drin irgendwie überall da sind überall so ein paar Kondensationströpfchen und so. Und jetzt habe ich den komplett auseinandergenommen, das hier weggeschnitten und ja, ich probiere das mal wieder zusammenzubauen und mal gucken, ob er angeht. Wenn nicht, ich glaube, dann löse ich den Notfallbeacon aus und lasse mich von einem Cargoschiff abholen, dann höre ich auf, dann hat die Transat keinen Sinn mehr. Transat ohne Musik? Ne. Schlau, ne.
Ich habe wieder Musik. Ich glaube, ich habe aus Versehen das Kabel von den Bässen rausgekattet, denn ich habe nur noch die Höhentöne. Egal, ich kann Musik hören. Geil! Heute ist Waschtag. Wir haben den 2. November. Das heißt, ich habe seit 7 Tagen nicht geduscht und ich fühle mich auch entsprechend. Wird höchste Zeit, dass ich was dagegen tue. Also, willkommen zu meinem Get Ready With Me. Die Tage sind vergangen und der Wind wurde allmählich stärker und stärker. Die Passatwinde waren mittlerweile bei gut 20 Knoten etabliert, manchmal mit Böen bei 25 Knoten und die Welle war einigermaßen groß und vor allem gekreuzt. Das heißt, es wurde immer ein bisschen sportlicher. Das Gute war, ich war mittlerweile an einem guten Platz, beziehungsweise einen Platz wieder angekommen, mit dem ich mich zufrieden gegeben habe. Jetzt waren um mich herum nur noch Boote, die ich gut kannte und mit denen ich mich eigentlich ganz gut schlagen konnte. Oh, da hatte leider jemand eine schlechtere Nacht als ich. So ein kleiner fliegender Fisch hat sich leider ein bisschen verflogen heute Nacht. Das ist schon ganz trocken leider. Wir sehen uns vielleicht nochmal, ne? Tschüss. Ups, nein, jetzt. Ja, jetzt. Okay, tschüss. An einem Morgen kam es dann zu dem einzigen, also dem ersten Unfall, leider dann auch dem letzten Unfall. Um 11 Uhr morgens ist mir dann plötzlich der Mast gebrochen. Ich war im Boot drin. Das Boot hat sich auf die Seite gelegt. Es ist einen sogenannten Sonnenschuss gefahren. Das Kabel, was den Mast hält, hat nachgelassen und genau, ich habe einfach nur ein lautes Peng gehört und wusste eigentlich sofort, was passiert war. Ich bin schnell aus dem Boot rausgeeilt, habe nach oben geguckt und ja, da war meine Angst schon bestätigt und ich habe einfach gesehen, wie das große Stück vom Mast nach unten hing. Mann! Scheiße, Alter! Der Mast ist unten, Alter. Der Mast ist fucking gebrochen, Alter. Wie kann das sein? Mann! Ich war drin, ich habe einfach nur ein lautes Bang gehört. Plötzlich war es still und das Boot hat sich nicht mehr bewegt. Und als ich rauskam, war das. Das liegt doch gut, Alter. Das liegt doch gut. Und innerhalb von einer Millisekunde ist alles im Arsch, ey.
3 Jahre Vorbereitung. Alles für das. Oh, es ist hart. Ich weiß noch nicht mehr, was ich jetzt machen soll. Ey. Ich habe noch 1000 Meilen. 1000 Meilen bis zu Guadeloupe, ey. Das ist ein Scheiß, Alter. Der erste Reflex war natürlich, alles zu sichern, dass kein Stück vom Mast durch den Rumpf eindringen kann und noch mehr Schäden anrichten kann. Der Spieß war natürlich im Wasser, der hing im Wasser und der musste auch gerettet werden, damit da kein Loch reinkommt. In dem Moment wirken eigentlich nur Instinkte. Innerhalb von einer halben Stunde hatte ich eigentlich alles gesichert und dann kam halt die Emotionen erst hoch. Ich bin dann plötzlich in meinem Cockpit komplett zusammengesackt, habe angefangen zu weinen, habe angefangen zu schreien, habe angefangen, alle möglichen Beleidigungen für mein Boot zu finden, was in dem Moment nicht fair für das Boot war, aber ich war einfach so frustriert und so traurig. Dieser Mastbruch kam so unerwartet und innerhalb von einer Mikrosekunde war einfach alles vorbei. Das war sehr schwer zu akzeptieren, sehr schwer zu verdauen und ja, in dem Moment war einfach... Für mich ging gefühlt die ganze Welt unter, das war ein bisschen schwer zu akzeptieren. Ich habe mich dann ins Boot eingeschlossen und ich habe mich einfach dann verkrochen und habe die nächsten 3 Tage lang nichts getan, außer zu schlafen, zu heulen und die Decke anzustarren. Das waren echt schwierige Tage. Ich meine, das Boot war auf richtigem Kurs. Ich wusste, dass ich es irgendwie nach Guadeloupe schaffe. Mit meinem Stückchen Großsegel und einem Sturmsegel konnte ich immer noch mit 4 Knoten Richtung Guadeloupe segeln. Ab dem 3. oder 4. Tag habe ich dann angefangen, mich wieder ein bisschen besser zu fühlen. Ich habe auch angefangen, endlich wieder Musik zu hören und Podcasts zu hören und durch die Musik ist meine Laune drastisch nach oben gestiegen. Und ich habe auch angefangen, mich wieder ein bisschen besser zu ernähren. Man muss sagen, die ersten Tage habe ich wirklich nichts gegessen, kaum was getrunken. Die erste warme Mahlzeit nach dem Mastbruch hat echt gut getan und hat auch meiner Moral wirklich sehr gut getan. Ich habe mich wieder getraut, aus dem Boot rauszugehen, nach draußen, in die Sonne ein bisschen. Ich hatte das Glück, dass Freunde und Familie von mir eine kleine Box mitgegeben hatten, in der ein paar Geschenke drin waren, ein paar Briefe drin waren. Und die habe ich dann allmählich geöffnet jeden Tag. In diesen Briefen waren sehr süße Worte von Freunden, die mir zugejubelt haben, mir noch mal ein paar Fotos geschickt haben und das hat mich wirklich wieder aufgemuntert und hat mich nochmal daran erinnert, dass ich das ganze Projekt natürlich aus egoistischen Gründen für mich mache, weil es meine Leidenschaft ist und mein Traum ist. Aber das Coole an solchen Projekten ist natürlich auch, dass man solche Projekte mit anderen Leuten teilen kann und aus diesen Projekten entstehen auch sehr viele Geschichten, die man erzählen kann. Die Tatsache, dass so viele Menschen mir so einen Brief geschrieben haben, das hat mich nochmal daran erinnert, dass ich für diese Menschen ganz viele Geschichten nach Hause bringen werde und ich freue mich schon sehr, diese Geschichten zu erzählen. Ich weiß gar nicht, ob ich ankommen möchte. Das ist ein komisches Gefühl. Ich habe mich so richtig ans Boot gewöhnt mittlerweile. Ich habe meinen Rhythmus gefunden. Ich fühle mich eigentlich echt wohl hier. Es wird eine echt krasse Umstellung, jetzt plötzlich wieder so viele Leute zu sehen. Allen Hallo zu sagen, allen erzählen, wie es war. Auch wenn ich mich natürlich auf alle freue, aber ich fühle mich schon ganz gut hier.
Am 11. Tag morgens bin ich dann beim ersten Sonnenlicht durch die Ziellinie gesegelt. Allez pour l'arrivée du 10-17. Top! Hast du etwas Zeit für mich? Dann singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons. Auf ihrem Weg zum Horizont denkst du vielleicht gerade an mich. Dann singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons. Und dass sowas von sowas kommt.